Geht zu vereinbarten Ort. Wo ist... Oh, Junge. Das ist weitaus länger als gedacht. Okay, dann bewegen wir uns mal dahin. Das wird jetzt definitiv eine Ewigkeit dauern, aber okay, da habe ich viel zum Sprechen eben. Also ja, halt wie erwähnt, die Qualität ist wahrscheinlich nicht beste, so ganz Seiten Cuts und alles so. Und ja, es stört mich selbst. Ich hoffe, es stört euch nicht so viel, wie es mich stört. Aber ja, es ist einfach nur, ja, kann man nichts machen. Mhm. Bring einfach den Sedi dorthin, wo er hingehört. Oh, was zum... Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Seht ihr, wenn ich den Sedi nicht verfolgt hätte, hätten wir das nie gesehen. Wenn der mich hochschießt, ich hoffe, weil das würde mir definitiv helfen. So, geh mal dahin. Wenn ich auch schon gerade dran denke, dann wechseln wir zu dem da. So, gib mir die Kiste. Jo. Wie viel Prozent haben wir überhaupt inzwischen jetzt? Boah, 8, Alter, wie geil. Cool, die funktionieren wirklich als Luftströme. Oh, wie cool. Alter, ist das Gebiet riesig. Oh, stimmt. Wir sind eigentlich hier auf einer guten Position. Hier können wir ja wirklich sehen, wie groß es eigentlich hier ist. Oh, ich hab keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Alter. Holy Ach, Fackel. Aua. Ich habe jetzt nicht der Seiten aktiviert. Ach, egal, wir werden es überleben. Hoffentlich. Ach, du Heilige. Ich habe einfach genug zu tun demnächst. Das ist auch wahrscheinlich irgendwas da oben irgendwie. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwo ein Gebiet an etwas reinstoßt, was wahrscheinlich erst im nächsten Update freigekommen, also freigeschaltet wird. Ich bin so gespannt überhaupt, was noch so in den Updates nach Sumeru, also beziehungsweise noch in 3 Punkte in der Sumeru-Version sozusagen kommt, also bis Fontaine, das nächste Gebiet, der eigentlich rauskommt. Ich bin wirklich noch gespannt, was für Gebiete freigeschaltet werden. Wahrscheinlich haben wir da hinten irgendwas zu tun. Das könnte vielleicht dran haken. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht sehr interessant aus. Und wir gehen direkt hierhin. Ich dachte, jetzt wir würden uns so langsam hier so vorankämpfen, so dass wir hier irgendwas machen. Dann vielleicht noch hier so ein bisschen. Aber ne, wir gehen ja direkt ins Herz sozusagen, Alter. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ich erwarte so etwas von Scaramouche da. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, Leute, dass wir nicht fertig werden. Also, dass ich hier fertig werde mit dem Akt und alles so. Aber dass das nicht das Finale ist, dass da noch irgendwas kommt. Es wird mich nicht wundern. Ich meine, Inazuma hat auch mit 2.2 geendet, ne? Deswegen, es würde mich nicht wundern. Okay, wir müssen kurz Bruch landen. Hopp. So, hopp. Lass mich. Ui. Okay. Können wir mal freischalten, was hier alles so frei so gibt. Yep. Ne. Ach du Heilige. Boah. Das sieht so cool aber aus. Oh, ich freue mich, die nächsten Wochen mich drum zu kümmern, alles zu erkunden. Aber auch irgendwie nicht, weil ich weiß, ich werde so verzweifeln. Aber Alter, sieht das cool aus. Das sieht übelst gut. Das ist praktisch. Das sieht so cool aus. Okay. Da kommen wir definitiv nicht rein. Würde mich auch wundern. Weil wenn wir nicht wissen, wie viele Kisten hier versteckt werden, sei dafür irgendwo so im Sand. Oh. Das wird ätzend. So, Dendroculus, den sammeln wir schon mal ein, wenn wir hier auf dem Weg sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden da oben irgendwie kämpfen, ne? So voll mit dem Sand. Hier können wir nicht runter, da hat irgendein Mechanismus wahrscheinlich was damit zu tun. Oh, oh. Oh, Alter. Oh. Okay, das ist schon geil. Alter. Neues Monster. Ach du Heilige.
Also wir mussten unter die Pyramide. Wahrscheinlich ist da ein Eingang, um in das Mausoleum von König der Schreck einzukommen. Falls ich das überhaupt richtig ausspreche. Alter, okay, mein Mikrofon ist an. Ich habe gerade kurz geschaut, ich habe kurz einen Schock, ich dachte, ich hätte es gesehen. Als wäre es noch an. Oh, Alter. Was ist das für ein riesen Ding? Okay, die Pyramiden sind halt groß, also eigentlich ist die Größe nicht verwunderlich, aber... Alter, what the hell? Ich fett mir durch irgendwas hier ist ja doch wahrscheinlich versteckt rund um die Pyramide. Wir haben jetzt eigentlich das erste Beispiel schon davon. Nämlich diese blöde Kiste hier. Hier geht's runter, hier sind ganz viele Ruinen. Okay, das ist eigentlich zu erwarten. Skarabus. Oh ne, ich weiß jetzt schon, das wird so wie die Uni-Kabuto sein. Irgendjemand wird die brauchen, wenn ich sogar schon Zeine oder sogar Dings Candice. Oh ne. Aber das sehe ich dann noch. Oh, noch ein, ich wollte schon Seli sagen. Nee, von denen haben. Ach, da hinten, du kannst mir weiter von denen redet. Da hinten war noch einer. So, hoppala. Dann gönnen wir uns den noch einfach, wenn wir schon in der Gegend sind. Und wir kommen immer näher, nur noch 200 Meter. Okay. Es ist nicht mehr so weit. Oh, das hat sich beruhigt. Alter, das ist aber eine Sicht gewesen. Meine Fresse. Okay, hier ist noch irgendwo ein Dings. Praktisch nur, komme ich auch gleich schon dran oder ist das irgendwo... Ja, okay, ich glaube, das beantwortet meine Frage, ne? Ah ne, ich komme dran. Okay, soll. Und jetzt so eine Wand. Ja, ich hätte meine Schnauze halten sollen. Da sind direkt zwei beieinander. Lass mich raten, auch wahrscheinlich so eine hinter einer Wand. Ah, da sind sie ja. Huh. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Playmate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Grandpa! Paimon's dizzy. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The Dendro Archon. Grandpa?
Grandpa! Oh no, he's getting confused again. Hey, look around you. There used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Rahman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Okay, was zum... Also, ich hatte recht mit meinem Hintereingang, aber ich wusste nicht, dass dir die Sanddüne zusammenfallen würde. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, mysteriöse Ruine. Oh, das schreit mir nach Finale. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt mir ein ganz komisches Gefühl. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman, Huh? do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kinda strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Okay, dann machen wir das mal. Trink tiefer in die... Oh ne. Ich rieche Rätsel und das gefällt mir gar nicht. Drehen. So, betrachte das Sterblicher den Tempel hinauf und höre auf den Heiligen verdeckten König das Schrei. Okay, das war der richtige. Okay, und dann noch der andere. Time to go. Oh, die drehen sich mit, okay. Time to go. Okay, warte. So. So, voilà. Oh, okay. Ich habe gar nicht realisiert am Anfang, dass die sich mitdrehen. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt ein paar Rätsel lösen.
Und werden immer tiefer und tiefer hier rein geraten. Bis meiner Vermutung mal nach wir wahrscheinlich auf Scaramouche treten. Also es wird mich wirklich wundern, wenn wir nicht wirklich mehr von einer der Vertreter sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, Theorie, Dings, dass wir in diesem Update, beziehungsweise jetzt im restlichen Akt, jetzt weiter konnten wir stößen auf Scaramouche, erledigen ihn und haben ihn damit zusammen beseitigt. Für immer weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall mal aus Sumeru. Und dass wir dann im nächsten Update, 3.2, kümmern wir uns dann um den Doktor. Außer wir finden heraus gegen Ende der Quest, dass der Doktor geflohen ist und sein Plan erfolgreich war. Das ist wahrscheinlich später im Spiel Dings. Ja, den Effekt wegnehmen, also vorkommen wird das gesagt. So, Kiste. Mal sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das ist wirklich weird. Mein Spiel hat voll geleckt. Okay. Hier geht's ja auf. Okay. Hier geht zu. Hier geht auf. Und hier war eine Kiste. Hier geht auf. Da geht auf. Hier geht auf. Hier. Ist hier irgendwas? Äpfel. Nice. Das ist wirklich sehr weird. So. Das hier sieht ja gar nicht verdächtig aus. Hallo, ich bin der Pyromane. Job dafür erfüllt. Okay, Aufzug starten. Oh Mann. Ja, es ist ja gar nicht verdächtig. Wir gehen einen großen Aufzug hoch. Das kann ja gar nicht verdächtig sein. So, la. Also ich ganz ehrlich, ich habe wirklich gerade so ein schlechtes Bauchgefühl über wie das hier ausgehen wird für uns. Also ich habe leider das Gefühl, dass es nicht so gut ausgehen wird mit uns. Aufzug starten. Moment mal, was? Hä? Warte. Okay, warte. Ich muss so. So muss ich hoch. Okay. Das ist ja mit der ersten Etappe. Die haben wir ja erst schon. Dann noch einmal. Ah, da kommt man nicht vorbei. Okay. Es ist halt eine einfache Lösung, aber ich kapiere es einfach gerade nicht, weil ich blöd bin. Okay, also warte. Einmal hoch. Also müssen definitiv auf der dieser Ebene hier jetzt etwas machen, aber ich habe keine Ahnung, was gewollt ist. Ist ja wieder typisch. Hier ist irgendwas anscheinend. Nachdem ich 6 Tage lang den Tempel infiltriert habe, verstehe ich eigentlich der Priester. Der Aufzug fährt auf den Boden hinunter. Steige auf den Aufzug, bevor er wieder nach oben fährt, um die Kuppel zu erreichen. Unsinnig verboten, ich lasse die Methode hier in der Hoffnung, dass das Volk von der Schritt, das in Zukunft herreist, das Privileg genießen kann, seine Heiligen zu sehen. Okay. Also warte. So, es geht runter. Und dann kommt es wieder hoch. Ja, da, okay. Ich habe halt gedacht, dass es direkt hier hinten reportiert wird. Deswegen war ich halt confused. Aber okay, das war nicht der... Das sieht ja gar nicht krass aus. Das hier wird nicht gut ausgehen. Ich glaube, der sagt gleich ein alter Freund Hallo.
So, könnt ihr mal alle bitte hierher kommen? Das wäre wirklich hilfreich. Ich gebe mir gerade ein bisschen auf die Nerven, weil die weiter fliegen. So, kümmere dich mal bitte um die hier am Boden. Die wenigstens im Boden stecken geblieben sind, ne? Kennt man ja. Kommt jetzt einmal. Ne. Okay, dann machen wir das à la Ganyu. Aua. Das war nicht à la Ganyu, das war à la Aua. So, okay. Oh ne, nicht schon wieder. Okay, und wir haben irgendwas mit denen hier zu tun. Ausschalten, starten. Oh no. Okay, ich kann damit alle drehen. Muss ich das verstehen? Ausschalten. Okay, der dreht sich immer. Okay. Ich warte einfach mal, bis die gleichen haben. So. Okay, jetzt müsste sich normalerweise nicht mehr bewegen. Starten. So, wenn ich recht verstanden habe, muss ich einfach nur abwarten, bis die richtigen da sind, ne? Normalerweise bewegt sich keiner von den anderen. So. Jetzt müssen wir nur noch den in der Mitte abwarten und dann wird es wahrscheinlich da aufgehen und dann haben wir eine Arschkarte. So. Warum gehen wir jetzt... Ich verstehe es nicht. Warum gehen wir jetzt wieder ganz runter? Oh, wir gehen jetzt ganz runter. Okay, das macht Sinn. Ich habe nichts gesagt. Ach du Scheiße. Oh, now that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. Ja gut. Was? Das kam unerwartet. Ach. Du Scheiße. Oh, mir gefällt die Musik ganz und gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich muss irgendwie an Scaramouche denken. Oh, it looks so beautiful. Ja, aber so... Das Bleiben ist eine andere Sache. Habe ich irgendwie das Gefühl, da gibt es leicht Ruckler. Ich hoffe nicht. Das wäre natürlich übelst scheiß für euch. Oh, fuck. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Oh, these are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it.
civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for?
Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. This is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough. But he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Hmm. Sino, we're leaving! Stop yelling. Okay. Nicht, was ich erwartet habe. Und die Göttin verkleinert sich. Ich glaube, da gibt es ein paar Hinweise hin drauf, dass Rukudevata eigentlich einfach eine Aida ist. Aber egal, das ist, glaube ich, nicht mir überlassen, sondern, oh Gott, wir müssen wieder einen langen Weg gehen. Das ist Theoretikern von den Genshin überlassen dann. Oh Mann, jetzt können wir wieder den ganzen Weg hier gehen. Also hier ist ein Weg durch. Hoffentlich wird das der richtige sein, das ist aber ein Problem. So. Der Allschiff. Ja, hier waren wir. Hier ist das Krankenhaus. Ach komm, wir machen auf die billige Art und Weise und klettern auf über die Berge hier und machen den so einfach. So, da hoch. Okay, während Kaso hier hochklettert. Okay, das heißt, die Wüste wurde gerettet durch Rukudevata. Und der Grund, warum alles so negativ, also weißt du, warum die zwei Seiten sich nicht ausstehen kann, ist nicht wegen den Göttern selbst, sondern wegen den Menschen, die alles ausgelöst haben und ihr eigenes Verderben gebracht haben. Huh. Krass. Jetzt all die Jahre, Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar eigentlich, hat man den anderen die Schuld gegeben. Das haben sich immer die zwei Seiten nicht gemocht wegen Missverständnissen. Boah. Ich sehe da einen riesigen Roboter, okay. Das ist aber schon ein Zeichen für Aua. Ob der mehr aktiv ist wie der andere, das ist die Frage jetzt. Aber hier jetzt mein Teleporter, das ist schon mal gut. Schau mal überhaupt durch, wo wir hin müssen. Da ist kein Teleporter, okay. Alter, hier ist ja wirklich einfach. Hier ist die Oasis, die man Dings im Trailer gesehen hat von Nidu und so. Okay, ich nehme an, dass da geradeaus ist wahrscheinlich der Stützpunkt. Würde ich mal annehmen. Da ist eine Kiste. Okay, ja, so, ja, es ist definitiv hier. Okay. Okay. Frag mich, was wir jetzt vorbereiten werden. Also wir werden auf jeden Fall jetzt
haben jetzt eine Allianz, also. Ja, okay. Ich schalte mein Maul. Rahman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's Madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is.
It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Okay, geht zurück zum Haus des Dorfvorstehers vom Arodorf. Okay. Okay, sie wollen wirklich einen Gott erschaffen. Und Scaramouche soll dieser Gott sein. Und er wird höchstwahrscheinlich die Gnosis von Waden benutzen. Ach du Heiliger. Das wird was. Oh Mann. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there'll be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Rahman's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here,
We must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. König Drescher, die drei Heiligen. 4. Akt abgeschlossen. Scheibenkleister jetzt endet. Okay, das war zu erwarten. Es hat sich schon so nach Ende angefühlt. Okay, damit hätten wir Sinos Quest dann jetzt verfügbar für die nächste Folge. Okay. Das heißt, meine Vermutung, dass wir gegen die 2 kämpfen, ist nicht der Fall. Die Quest ist fertig. Und damit müssen wir dann auf 3.2 warten, wo höchstwahrscheinlich dann das Finale kommt. Aber ja, wir haben damit 2%. Ich habe mindestens hier zweistellig. Oh Mann. Oh, jetzt habe ich Schluck auf, geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben jetzt C4 hier. Wir haben alles fertig von der Achtung Quest. Ich habe es sogar am Tag selbst noch geschafft, wo es rausgekommen ist. Hat mich sehr erfreut. Ich werde jetzt wahrscheinlich direkt editieren gehen, damit überhaupt die erste Folge von Achtung Quest überhaupt rauskommt für euch. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Es gab ganz viele Cutscenes, zumeist am Anfang mit dem ersten Teil, also im Akt 3. Da war wirklich viel los mit das Treffen auf den Doktor, dann die Vision da von Herr Pescher, wo wir Scaramouche gesehen haben. Beziehungsweise seine Backstory, die wehtut. Und vieles mehr dann. Die Wahrheit hinter der Feindlichkeit zwischen den 2 Anhängern der Göttern und alles und vieles mehr noch dazwischen. Und ja, jetzt sind wir alle verbunden miteinander, vereint, Kameraden und werden uns im nächsten Update, beziehungsweise nächstes Mal dann, wenn es mit der Achtung Quest weitergeht, darum kümmern, den neuen Gott dann zu stürzen, direkt, so wie den Doktor, seinen den Plan des Doktors zu vermasseln, also halt, ja, scheitern zu lassen und zerstören. Und unsere Göttin, Naida, oder Kusanali eben, zu befreien und raus aus dem Gefängnis von Suostana zu bekommen. Aber ja, da ist auch der neue Boss, wie ich gerade sehe, nice. Aber das wird dann wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres mehr kommen, dann so im November wahrscheinlich ist das nächste Update. Bis dahin werden wir jetzt natürlich noch die Cyno Quest machen und ich werde dann wahrscheinlich ausgehen ganz viel Erkundung machen. Das heißt wahrscheinlich das nächste Mal für die Cyno Quest, weil ich glaube, die werde ich jetzt nicht direkt aufnehmen, da werde ich mir Zeit lassen. Wahrscheinlich einmal an einem Wochenende oder so. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal sehen, habe ich ja wahrscheinlich schon alle Teleporter und ein bisschen Erkundung. Aber das sehen wir dann über die nächsten Tage. Also, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Die kommt ja wahrscheinlich für euch direkt danach hier. Also, im Sinn von den nächsten 2 Tagen oder 3 Tagen so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Das war eine Reise durch die Wüste. Wir sind jetzt bekannt mit der Geschichte der Wüste ein bisschen. Und es gibt noch vieles mehr. Aber ich bin sehr gespannt, wo es weitergeht. Generell habe ich eine Frage, ob mir im gleichen Gebiet wird bleiben und nichts mehr erweitert wird vom Gebiet. Oder ob irgendwas dazu kommt, wo mir dann ich weiß nicht, noch ein Teil von der Wüste dabei kommt, dass vielleicht irgendwas hier noch freigeschaltet wird und wenn, dann überhaupt wahrscheinlich hier eher. Ich weiß nicht. Aber das sehen wir erst viel später. Wahrscheinlich, ich nehme an, wir werden wahrscheinlich 2, 3 Folgen für Cynos Quest, also bis 3, 4 Folgen dauert es noch, bis wir das überhaupt sehen dann. Und ja, und wahrscheinlich bis dahin, hab ich wieder vergessen. Jetzt labere ich hier ganz viel. Was habe ich überhaupt hier? Ah, ja, stimmt, die Errungenschaften. So. Bam. Also wie viele Primo-Gems haben wir eigentlich schon gesammelt? Okay, ganz gut. Dann werde ich definitiv schauen, einen Tenorish zu machen und ja. Halt euch dann da auf dem Laufenden. Also ich werde wahrscheinlich posten, so auf Twitter, wie es ausgegangen ist. Also wie viel fehlt mir noch? Okay, nicht mehr so viel eigentlich. Ich könnte es heute noch schaffen. Ah ja, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.